Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Die Evolution hat Billionen von Schritten zu ihrer Vollendung benötigt. Wo sind die ganzen Zwischenfälle? Wo ist ein halb Amphibie, halb Reptilie? Wo sind die? Wo ist wir müssten doch irgendwas finden, halb Fisch, halb Reptilie oder irgendwas dazwischen muss man doch finden, oder? Das ist doch nicht von heute auf morgen passiert. Geht doch nicht. Okay, zweite Frage. Seit etwa 140 Jahren Fossilienschichten sind wir am Ausgraben. Warum hat man nichts gefunden? Stell dir vor, meinst du, die hätten was gefunden, die überall im Fernseher siehst du es und auf einmal kommt es als Fälschung wieder. Da müssten doch Millionen, Milliarden von Zwischenfälle sein. Warum hat man nichts gefunden? Und einer, der an diese Theorie glaubt, muss auch gleichzeitig daran glauben, dass aus einem Wurm, ja, was wir kennen, irgendwann mal ein Elefant werden kann. Ja, ist so. Einer, der glaubt, dass aus kleinen Tierchen, was Zufall hervorgerufen hat, irgendwann mal Dinosaurier entstanden sind, ja, wie jetzt hier Elefanten und Giraffen und alles Mögliche. Du musst auch daran glauben, dass irgendwann mal aus einem Wurm ein Elefant werden kann. Sie frisst sich voll, ja, und fängt an zu hüpfen, bekommt irgendwann mal Beine und wird irgendwann mal ein Elefant nach Millionen von Jahren. Wenn du mit dieser Sache kommst, die werden dann sagen, ja, kann passieren. Was für eine Blödsinn, ist egal. Kreationisten sind verliebt in Fossilien. Sie wissen zwar nicht viel davon, denn meist referieren sie aus Kinderbüchern über Dinosaurier, reden aber umso mehr wirres Zeug darüber. Schließlich stacheln sie sich untereinander auf, gebetsmühlenartig zu wiederholen, es gebe nichts als Lücken im Fossilbericht. Sie stellen die Behauptung auf, dass wenn Evolution wahr wäre, müsste es Millionen und Abermillionen von sogenannten Übergangsformen geben. Und diese Übergangsformen müsste man im Fossilbericht wiederfinden. Diese gäbe es jedoch nicht, behaupten sie dann aber. Wenn man ihnen dann einige Übergangsformen zeigt, zum Beispiel den Archaeopteryx, dann sagen sie, dass Archaeopteryx nicht den Übergang von Dinosauriern zu Vögeln zeige, sondern einfach nur ein fertiger Vogel sei. Bei genauerer Betrachtung wird man jedoch feststellen, dass Kreationisten eine sehr obskure Vorstellung dessen haben, was eine Übergangsform ist und ihnen jegliche Kenntnis der Anatomie, Systematik, ja gar der Biologie und Wissenschaft überhaupt fehlen. Schauen wir uns mal einige ihrer Vorstellungen an. Science has never found a genuine transitional form that is one kind of animal crossing over into another kind, either living or in the fossil record. And there's supposed to be billions of them. Now what I'm about to show you does not exist. These were actually created by our graphic artists, but I want you to keep your eye out for this because this is what evolutionists have been searching for hundreds of years. All right, and if you find one of these, you could become rich and famous. So here's some transitional forms. This is called the crocodile. Can you see this? Crocodile and a duck. All right, let's try another one. This is the bullfrog. Half bull, half frog, or of course the sheepdog. Wir sehen also, gerne nehmen Kreationisten Körperteile von heute lebenden Tieren und fügen sie zu abstrusen Monstern zusammen, die an Peinlichkeiten nur von Filmen wie Angriff der Killertomaten überboten werden können. Da wird einer Ente ein Krokodilkopf aufgesetzt und Krokodak getauft, weil Evolutionsbiologen nun mal festgestellt haben, dass Vögel und Krokodile zusammen die Gruppe der Archosaurier bilden und ein Übergang zwischen beiden Gruppen können nur laut Kreationisten diese Krokodaks sein. Da kann Archaeopteryx natürlich nicht mithalten. Wir sollten aber zum klaren Verständnis noch einmal festhalten, was die Wissenschaft unter Zwischenformen versteht. Wenn wir Lebewesen systematisch einordnen, untersuchen wir ihre apomorphen Merkmale, die diese Lebewesen kennzeichnen und in ein hierarchisch verschachteltes System gemeinsamer Merkmale einordnen.
Wenn sich neue Arten im Stammbaum von ihren Vorläuferarten abspalten, sind sie immer noch Teil dieser Verwandtschaft und damit immer noch Teil der höheren Ränge der Verwandtschaft. Die Art Mensch, Homo sapiens, gehört zur Ordnung der Primaten und alle Primaten zu den Säugetieren und so weiter. Wenn neue Arten entstehen, spalten sie sich immer an ihrer untersten Stelle ab, der Bildung neuer Arten. Verfolgt man jedoch diese Artabspaltungen weiter in die Vergangenheit, zeigt sich, dass sie sich in immer größere Gruppen zusammenfassen lassen. Je weiter wir diese Artabspaltungen zurückverfolgen, sehen wir, dass sich frühere Vertreter einer Evolutionslinie immer ähnlicher sehen. Wir haben im Beitrag über die Kladistik dieses am Beispiel der Carnivora, also der Raubsäugetiere, wozu Hunde, Katzen und Bären gehören, dargestellt. Kreationisten behaupten, Hunde und Katzen können nur durch Evolution entstanden sein, wenn Hunde von einer Generation zur nächsten Katzenbabys auf die Welt bringen oder andersrum. Und eine Übergangsform zwischen beiden, zum Beispiel eine Katze mit Hundekopf oder andersrum, wäre. Da aber Hunde immer nur Hunde zur Welt bringen und Katzen nur Katzen, gäbe es keine Evolution, wären sie fertige Grundtypen, die von Gott geschaffen wurden. Wir hingegen haben gezeigt, dass Hunde und Katzen über eine lange Kette von Verzweigungen, Seitenlinien und zigfachen Artabspaltungen im Verlauf von vielen Millionen Jahren auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen. Alle 37 Arten, die zur Familie der Hunde Canide gehören, wie Wolf, Rotfuchs, Waldhund und afrikanischer Wildhund, sowie alle 40 Arten der Familie der Katzen Felidae, wie Tiger, Wildkatze und Puma, angehören, gehen auf einen gemeinsamen Vorfahren zurück, der weder ein Hund noch eine Katze war. Dieser Vorfahre verfügte über Merkmale, die beide Gruppen gemeinsam haben. Je weiter man diese Evolutionslinie verfolgt, desto eher gleichen sich die frühen Vertreter dieser beiden Stammlinien einander. Die Familie der Hunde geht auf fossile Arten wie Hesperocyon zurück, die Katzenartigen auf fossile Vertreter wie Pseudolurus. Beide Arten, Hesperocyon und Pseudolurus, sind für die Laien kaum zu unterscheiden. Untersucht man die Merkmale dieser beiden Vertreter, wird man aber zwei Dinge feststellen. Zum einen haben sie viele Merkmale gemeinsam, zum anderen zeigen sie aber Merkmale, zum Beispiel der Aufbau der Zähne oder des Skeletts, dass Hesperocyon schon Merkmale aufweist, die nur Hunden gemeinsam sind, während Pseudolurus Merkmale aufweist, die typisch für Katzen sind. Als sich beide Evolutionslinien abspalteten und die eine Linie in Richtung Hundeartige führte, die andere in Richtung Katzenartige, entwickelten sich die unterschiedlichen Merkmale weiter, die zu den heute lebenden Arten führen. Das ist das generelle Prinzip, wenn man Evolutionslinien zurückverfolgt. Verfolgt man die Evolutionsgeschichte von zwei beliebigen Arten zurück, wird man feststellen, dass ihre frühen Vertreter immer einander ähnlicher sehen, dass sie der Laie, teilweise noch nicht mal der Paläontologe, klar unterscheiden kann. Leiter oder Busch? Unabhängig von der Unwissenheit der Kreationisten zum Thema Evolution und Übergangsformen gibt es jedoch ein weiteres populäres Missverständnis bezüglich der Evolutionsdarstellung, die auch von jenen vertreten wird, die Kreationismus für reinsten Blödsinn halten. Hier muss ich ein wenig ausführen. Traditionell wird gerne von einer Leiter der Evolution gesprochen, bei der sich primitive Arten in höher entwickelte verwandeln. Man spricht auch gerne über die große Seinskette, die durch Bindeglieder miteinander verbunden sind. Sind diese Bindeglieder nicht bekannt, spricht man gerne vom Missing Link. Diese Bindeglieder stellen sogenannte Zwischenformen dar und Kreationisten lieben es, auf diese fehlenden Zwischenformen zu verweisen. Die berühmteste Darstellung der Vorstellung der Evolution als Leiter ist die Entwicklungsreihe vom Affen zum Menschen. Als Übergänge sieht man dann Vertreter der Urmenschen wie Homo erectus oder den Neandertaler. Diese Darstellung erweckt den Anschein, als ob es eine Evolutionsreihe gab, die ohne weitere Abspaltungen von primitiven Affen hin zum modernen Menschen führte. Fehlte ein ähnliches Bindeglied vom Affen oder allgemein vom Tier zum Mensch, sprach man dann vom Missing Link. Die Bedeutung des Missing Links sollte also besagen, dass in der Darwinschen Theorie eine entscheidende Verbindung zwischen Menschen und den anderen Tieren, allen voran den Affen, fehlte. Das sagen die Kreationisten ja auch gerne. Ihr habt noch nicht das fehlende Bindeglied zwischen Art X und Z gefunden. Findet man doch eines, zum Beispiel die Art Y, sagen sie dann, aber nun habt ihr nicht das fehlende Bindeglied zwischen Art X und Y und das Bindeglied von Art Y und Z gefunden. Das würde immer so weitergehen und bei jedem
Bindeglied, das gezeigt wird, entstünden immer 2 neue Lücken. If your elitist East Coast evolution is real, why has no one found the missing link between modern humans and ancient apes? We did find it. It's called Homo erectus. Then you have proven my case, sir. For no one has found the link between apes and this Homo erectus. Yes, they have. It's called Homo habilis. Aha! But no one has found the missing link between ape and the so-called Homo habilis. Yes, they have. It's called Australopithecus africanus. Oh, I've got you now. Fair enough. But where, then, is the missing link between apes and this Darwinius Massili? Answer me that, Professor. Oh, okay, granted that one missing link is still missing. But just because we haven't found it doesn't mean it doesn't exist. Pshaw! Things don't exist simply because you believe in them. Thus saith the almighty creature in the sky! Doch das Problem des Missing Links ist ein anderes. Es ist der Mythos der großen Seinskette, wodurch alle Dinge im Universum auf einer Leiter stehen. Ganz oben befindet sich Gott, dann die Engel, dann die Menschen, dann die Tiere, dann die Pflanzen und ganz unten schließlich die Steine und weitere unbelebte Dinge. Und natürlich stehen in dieser großen Seinskette nicht alle Menschen auf einer Stufe, denn Männer stünden angeblich höher als Frauen und die Weißen angeblich über den Schwarzen. But a woman not equal to man. No, in Kazakhstan we say God, man, a horse, a dog, then a woman, then a rat, and then a small crocodile, like a little. Yes. Dieser Mythos der großen Seinskette fand auch Einklang in die Vorstellungen zur Evolution im viktorianischen Zeitalter und hält sich bis heute hartnäckig in den Vorstellungen unserer Kultur. So hätten sich niedere Tiere, sagen wir mal der Regenwurm, zu höheren Tieren, sagen wir mal den Affen, entwickelt. Und aus den Affen entwickelte sich der höher entwickelte Mensch. Das Problem dieser Vorstellung ist, dass sie eine zutiefst falsche und unevolutionäre ist. Denn mit welchem Recht können wir aus evolutionsbiologischer Sicht behaupten, der Wurm ist primitiver als der Affe und dieser wiederum primitiver als der Mensch? Hier geht es nicht darum, den Menschen nur als irgendein Vieh abzustempeln, der über keine besonderen Merkmale verfügt, die ihn von allen anderen Lebewesen unterscheiden. Es geht um rein evolutionäre Fragestellungen. Der Erfolg der Evolution misst sich danach, sich an die Umwelt anzupassen und seine Gene an die Nachkommen weiter zu vererben. Weil heute Regenwurm, Schimpanse und Mensch existieren, haben sie sich auf ihre Weise unterschiedlich an die Umwelt angepasst und sich fortgepflanzt. Man könnte zwar einwenden, dass der Affe klüger ist als der Regenwurm, gleichzeitig kann man aber mit Fug und Recht behaupten, dass Regenwürmer in ihrer Fortpflanzung und Anpassung an die Umwelt viel erfolgreicher sind. Welche Maßstäbe setzt man also an, etwas aus Sicht der biologischen Evolution für höher oder niederentwickelt zu sehen? Weil alle heute lebenden Arten bis in unsere Gegenwart existieren, kann man daher davon ausgehen, dass sie ihre eigenen evolutionären Strategien hatten, die sie erfolgreich meistern konnten. Es gibt also keine höheren oder niedrigen entwickelten Arten. Da wir alle auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen, haben alle heutigen Lebewesen von der Bakterie bis zu uns Menschen die gleiche Evolutionsgeschichte hinter uns. Man hat sich nur in unterschiedlichen Richtungen hin entwickelt und spezialisiert. Somit gibt es auch keine primitiven und höher entwickelten Formen, es gibt nur ursprüngliche und abgeleitete Merkmale. Wenn wir uns noch einmal die Evolutionsleiter vom Affen zum Menschen anschauen, so ist sie ebenfalls aus einem anderen Aspekt falsch. Evolutionslinien verlaufen nicht immer in einer Linie, sondern sie verzweigen sich an vielen Stellen, sodass mehrere Entwicklungslinien parallel verlaufen. Gerade auch in Bezug zur Evolution des Menschen gab es viele Vormenschenarten, die gleichzeitig lebten. Das ist Folge des Evolutionsprozesses. Einzelne Populationen spalten sich zum Beispiel in Form von geografischer Isolation von der Gründerpopulation ab. So entstehen aus einer Population 2 oder mehrere. Mit ausreichend Zeit und Isolation, also dass sich die Populationen nicht mehr vermischen können, entwickeln sie sich unabhängig voneinander weiter zu neuen Arten. Verschwinden diese Isolationsbarrieren, können die Populationen wieder in Kontakt treten, vermischen sich aber nicht, es bilden sich also neue Arten. Wiederum können sich aus diesen
Populationen durch weitere Isolation weitere Populationen abspalten und weitere neue Arten bilden. Andere wiederum sterben aus und so weiter. Durch diese Artabspaltung verläuft die Evolution also nicht auf einer Linie oder Leiter, sondern als Busch mit vielen Abzweigungen, Seitenlinien, Parallelentwicklungen und Aussterbeereignissen. Evolution ist also keine Leiter und kein linearer Prozess von niederen zu höher entwickelten Lebewesen. Die Evolution gleicht vielmehr einem Busch, der derselben Wurzel entspringt, dessen Zweige sich aber in sämtliche Richtungen strecken. Er treibt ständig neue Äste hervor, alte sterben ab, doch kein Zweig bevorzugt eine bestimmte Richtung. Arten können sich aufspalten und dann in verschiedene Richtungen weiterentwickeln. Insbesondere kann eine Entwicklungslinie neue Merkmale entwickeln, das heißt Apomorphien, während andere die basalen, also die ursprünglichen Plesiomorphien, beibehalten. Diese Erkenntnis wird wichtig, wenn wir über Übergangsformen sprechen. Stellen wir aber erstmal beispielhaft eine typische Zwischenform dar, den Archaeopteryx. Den kennt ja jeder. Der Archaeopteryx ist wohl das bekannteste sogenannte Missing Link, welches den Übergang von Dinosauriern zu Vögeln darstellt. Es ist die Übergangsform, über die Kreationisten sehr gerne sprechen, und zwar sehr viel dummes Zeug. Archaeopteryx ist eine Art Mosaikform aus abgeleiteten und ursprünglichen Merkmalen. Kreationisten sagen, Archaeopteryx ist nur ein richtiger Vogel, also keine Übergangsform, weil er Federn und Flügel hat, wie jeder andere Vogel auch. Archaeopteryx besaß zwar 100%ig echte Vogelmerkmale, wie etwa ein Federkleid, ein zum Gabelbein verwachsenes Schlüsselbein und ein nach hinten gerichtetes Schambein. Gleichzeitig besaß er aber noch nicht alle Merkmale der heute lebenden Vögel, wie etwa den Hornschnabel, verwachsene Finger und so weiter. Darüber hinaus kamen ihm, wie den heutigen Vögeln, typische Reptilienmerkmale zu, aber auch solche, die den heutigen Vögeln fehlen, beispielsweise Bauchrippen, Kiefer mit Zähnen, einen langen Schwanz und so weiter. Dieses Merkmalsmosaik weist den Urvogel im phylogenetischen System ohne jeden Zweifel eine Position zu, die eine Zwischenstellung hinsichtlich der Hierarchie der heute lebenden Vögeln und den übrigen Sauropsiden einnimmt. Die Verwandtschaft und Merkmalsverteilung bei Vögeln und Raubdinosauriern sind so gut dokumentiert, dass man davon ausgehen muss, dass Vögel eine Gruppe der Dinosaurier sind. Genauer gesagt zeigt die Merkmalsverteilung, dass Vögel mehr Gemeinsamkeiten mit der Gruppe der fleischfressenden theropoden Dinosaurier haben, als diese theropoden Dinosaurier mit anderen Dinosauriern. Dennoch bestehen Kreationisten darauf, dass Archaeopteryx zu 100% ein Vogel und keine Übergangsform sei. Doch jeder 100%ige Vogel hat einen Schnabel, Archaeopteryx nicht. Jedem 100%igen Vogel fehlen Zähne. Archaeopteryx hat welche. Jedem 100%igen Vogel fehlt eine Schwanzwirbelsäule. Archaeopteryx hat eine. Damit zeigen Kreationisten ihre Unehrlichkeit und Unwissenheit in der Argumentation. Aber damit nicht genug. Andere Kreationisten, unter anderem eine Amateurgruppe um den Astronomen Fred Hoyle, veröffentlichten eine Reihe von Artikeln, in dem sie behaupteten, dass das Londoner und Berliner Exemplar des Archaeopteryx eine Fälschung seien. Sie unterstellten, dass Archaeopteryx kein Vogel, sondern ein gewöhnlicher Dinosaurier sei, bei dem die Federabdrücke im Fossil nachträglich aufgebracht wurden. Das heißt, tatsächlich anders als andere Kreationisten sagen sie, Archaeopteryx war nicht zu 100% Vogel, sondern zu 100% Dinosaurier, den man mit falschen Federn geschmückt hat. Ich liebe es, wenn sich die Wissenschaftsleugner selbst nicht einig sind. Die Fälschung glaubt Hoyle übrigens nicht anhand der Untersuchung des aktuellen Fossils herausgefunden zu haben, sondern indem er sich ein Foto des Londoner Exemplars anschaute. Ein Foto. Er hat sich ein Foto angesehen. Mehr nicht. Seine Fälschungshypothese stützt Hoyle vor allem auf zwei Ungereimtheiten, die er beim Betrachten des Fossilfotos entdeckte. Das feinkörnige Substrat, auf dem das Gefieder des Urvogels deutlich zu erkennen ist, habe eine ganz andere Konsistenz
als der Rest des Abdrucks und sei wahrscheinlich mit einer Paste aus zermahlenem Kalkstein auf ein echtes Reptilienfossil aufgetragen und dann die Federabdrücke hineinmanipuliert worden. Das Londoner Exemplar des Archaeopteryx besteht aus 2 Platten, die jeweils eine Skeletthälfte enthalten. Die Federabdrücke beider Platten seien von unterschiedlicher Tiefe und überdies nicht exakt deckungsgleich, so Fred Hoyle. Diese Unterstellungen Hoyles und anderer wurden jedoch von einer Forschergruppe des Natural History Museums of London widerlegt. Sie untersuchten dabei nicht das Foto, sondern arbeiteten am Originalfossil, machten also echte Wissenschaft. Sie haben sich kein Foto angeschaut. Die angeblichen Beweise für die Fälschung konnten leicht widerlegt werden. Welch Wunder, die Kreationisten haben sich auch nur ein Foto angesehen. Nur ein Foto. Unregelmäßigkeiten in der Tiefe von Fossilabdrücken sind nichts Ungewöhnliches. Schließlich werden Fossilien nicht auf einer modernen Industriepresse hergestellt, sondern waren über Jahrmillionen hinweg den unterschiedlichsten Drücken ausgesetzt. Mikroskopische Untersuchungen belegten zudem, dass die feinen Haarrisse in den Federn der 2 Teilstücke der Platte zueinander passen, genauso wie der Verlauf von Mangankristallen im Gestein. Eine viel spätere Studie machte vom Londoner Exemplar Aufnahmen mit einem Laserscanner. Die virtuellen Teilstücke des Archaeopteryx passen und fügen sich nahtlos in einer Skala zusammen, die in Mikrometern, also Tausendstel Millimeter, gemessen werden kann. Nochmals, die Kreationisten haben sich ein Foto angeschaut. Nicht zu vergessen, als Fred Hoyle seinen Artikel schrieb, gab es 5 Archaeopteryx-Exemplare, die zwar alle aus dem Sollenhofer Plattenkalk in Bayern stammten, aber zu unterschiedlichen Zeiten im Verlauf eines Jahrhunderts gefunden wurden. Da müsste sich also ein langlebiger Witzbold über 100 Jahre hinweg mit dem Fälschen von Archaeopteryx-Fossilien beschäftigt haben. Nebenbei, mittlerweile sind schon über 12 Exemplare gefunden worden. Ende der Geschichte, Archaeopteryx ist echt. Er ist eine Mosaikform, die den Übergang von Raubdinosauriern zu modernen Vögeln darstellt. Kreationisten haben keine Ahnung von Fossilien und sind sich selbst noch nicht mal einig, ob Archaeopteryx Dinosaurier oder Vogel war. Weitere Ungereimtheiten. Diese Uneinigkeit seitens der Kreationisten finden sich übrigens nicht nur beim Archaeopteryx, sondern auch bei anderen Fossilfunden. So zum Beispiel bei den Fossilfunden unserer eigenen Ahnenreihe. Für Kreationisten ist man entweder zu 100% Affe oder zu 100% Mensch. Nichts dazwischen, den sogenannten Affenmenschen gäbe es nicht. Diese Aussage ist schon unklug genug, denn wer Ahnung von Systematik hat, das haben die Kreationisten natürlich nicht, der weiß, dass wir Menschen zur Ordnung der Primaten gehören und damit Affen sind. Die Forderung nach einem Affenmenschen ist in etwa so sinnvoll wie die Frage nach einem Halbhund, Halbdackel oder einem Halbmensch, Halbwirbeltier. An dieser Stelle soll die hochinteressante Fossilgeschichte der Hominiden nicht erörtert werden. Hier geht es vielmehr darum, wie Kreationisten nicht in der Lage sind, einfach zu blöd sind, diese richtig einzuordnen. 3 professionellen Kreationisten wurde unabhängig voneinander der Schädel eines Fossils gezeigt, der die Nummer KNM-ER1470 trägt. Schauen Sie sich doch mal dieses Fossil genau an. Was sagen Sie? Ist das zu 100% ein Affe, also besser ein Affe, der kein Mensch ist, oder ist es zu 100% ein Mensch? Halten Sie ruhig das Video an, schauen Sie sich das Foto genau an und raten Sie einfach, Mensch oder Affe. Die Lösung? Es handelt sich hierbei um den Schädel des Homo rudolfensis, eines sehr frühen Vertreters der Gattung Homo, und lebte vor etwa 1,9 Millionen Jahren in Afrika. Wissenschaftler debattieren, ob es sich bei Homo rudolfensis nicht doch um einen Vertreter der Gattung Australopithecus handelt. Bei seiner Entdeckung im Jahr 1972 hatte man ihn auch als Vertreter der Art Homo habilis oder Kenyanthropus rudolfensis diskutiert. Wir haben es hier also mit einem Vertreter zu tun, der aus einer Zeit stammte, als sich die Gattung der Australopithecus weiter differenzierte und sich aus einigen dieser Gruppe die Gattung Homo entwickelte.
Homo rudolfensis verfügt über Merkmale, die typisch für beide Gattungen sind und macht seine Einordnung so interessant. Wir haben die 3 prominenten Kreationisten getippt. 1979 wurde Duane Gish, dem damaligen Leiter des Institute for Creation Research, dieses Fossil gezeigt, ohne den Namen der Art zu erwähnen. Er identifizierte ihn zu 100% menschlich. Aber 6 Jahre später wurde ihm dasselbe Fossil nochmal gezeigt und diesmal hat er ihn als 100% Affe identifiziert. 1992 hatte ein anderer Kreationist, Marvin Lubinow, dieses Fossil als 100% menschlich angesehen, während sein Kollege Mehlert es 1996 als 100% Affe ansah. Braucht es da noch mehr Beweise für die absolute Inkompetenz von Kreationisten bei der Einordnung von Fossilien? Das sind Vollidioten, merkt euch das. Die Suche nach den Vorfahren. Manche Kreationisten kommen dann jedoch mit einem anderen Argument. Sie sagen, ja, mag sein, dass Archaeopteryx Merkmale von Dinosauriern und Vögeln gemeinsam hat, aber er ist nicht der Vorfahre aller Vögel aufgrund diverser Details in der Anatomie. Das ist ein netter Taschenspielertrick, der bei genauerer Betrachtung nicht im Widerspruch stehen muss. Findet man Mosaik- und Übergangsformen, heißt das nicht automatisch, dass diese die direkten Vorfahren sind, sondern vielleicht Seitenäste in der Entwicklung. Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Über 99% aller Lebewesen sind im Verlauf der Erdgeschichte ausgestorben und nur ein winziger Bruchteil davon wird zum Fossil. Um es mal mit Zahlen zu benennen, heute sind etwa 2 Millionen Tier- und Pflanzenarten beschrieben worden. Die tatsächliche Zahl dürfte aber fast astronomisch größer sein, denn regelmäßig werden neue Arten entdeckt und beschrieben. Schätzungen der Artenzahl, die heute auf unserer Erde leben, liegen zwischen 3 und 100 Millionen, vielleicht sogar noch mehr. Wenn wir davon ausgehen, dass 10 Millionen Arten unsere heutige Erde bevölkern und im Verlauf der Erdgeschichte 99% aller Arten ausgestorben sind, brachte die Evolution ungefähr 1 Milliarde unterschiedlicher Arten hervor. Mindestens. Doch wie viele dieser ausgestorbenen Arten werden zum Fossil? Bis 1999 sind ungefähr 250.000 fossile Arten wissenschaftlich beschrieben worden. Lassen wir es, da wir nun 2020 haben, 300.000 bekannte Fossilienarten haben. Das heißt, nur ein Bruchteil aller Arten wird überhaupt zum Fossil und es wird nicht jedes Fossil entdeckt. Folgerichtig, wenn nicht alle Arten zum Fossil werden und wir nicht alle Fossilien entdecken, ist es sehr vage zu behaupten, Fossil X ist der Vorfahre der heutigen lebenden Art Y. Vielleicht kann es der Vorfahre sein, vielleicht aber nur ein entfernter Verwandter. Wir können hierzu auch unseren eigenen Familienstammbaum als Vergleich nehmen. Wir sind das Produkt unserer Eltern. Aber unsere Eltern haben meist Geschwister, also unsere Tanten und Onkel, die ebenso Kinder haben. Wiederum kommen noch die Großeltern hinzu, die ebenfalls Geschwister haben und so weiter und so fort. Wenn jemand, zum Beispiel ein Ahnenforscher, meinen Familienstammbaum untersuchen will und meine Cousine, meine Großtante und mein Urgroßvater auswendig machen kann, nicht aber meine Eltern, so ist es doch offensichtlich, dass diese nicht meine Eltern sein können. Dennoch ist nicht abzustreiten, dass sie mit mir verwandt sind. Und nur weil man meine Eltern nicht findet, heißt es nicht automatisch, dass ich durch einen göttlichen Akt geschaffen wurde. Genauso verhält es sich mit dem Fossilfund. Wenn wir Fossilien finden und sie verwandtschaftlich in die Nähe heute lebender Arten rücken, heißt das damit nicht, dass wir genau den Vorfahren entdeckt haben, der direkt zur untersuchten heute lebenden Art führte. Wir sagen lediglich, dass dieses Fossil eine Reihe von Merkmalen mit heute lebenden Arten hat, die auf eine gemeinsame Abstammung hindeuten. Es ist, wenn überhaupt, ein Vorfahre im weiteren Sinne, so dass wir zum Beispiel sagen können, Vögel entstammten einer Gruppe von Raubdinosauriern und Archaeopteryx ist dafür ein Beispiel. Wir sagen aber nicht, die Art Archaeopteryx lithographica ist der Vorfahre aller heute lebenden Vögel. Bei der Dokumentation der evolutionären Übergänge geht es nicht primär um Genealogie, also nicht darum, welche Art sich zu welcher entwickelt hat, sondern welche evolutionären Merkmalsveränderungen stattfinden müssen, um diese zu erklären. Hierzu kann man auch einen entfernten Verwandten zu Rate ziehen.
wie bei unserem eigenen Stammbaum. Auch durch die Befragung unserer Onkel und Tanten können wir etwas über unsere eigene Familiengeschichte erfahren. Wir müssen also nicht immer die Eltern finden. Wenn Evolutionsbiologen also von Vorfahren oder Zwischenformen sprechen, meinen sie, dass sich aus einer Gruppe von Arten eine Gruppe von anderen Arten entwickelt hat. Dies geschieht anhand der Analyse plesiomorpher und apomorpher Merkmale, also anhand von Homologien und so weiter. Gruppen von Übergängen. Tatsächlich unterscheiden Paläontologen verschiedene Formen der Übergänge zwischen den Gruppen der Lebewesen. Keslin Hunt hat auf der Seite talkorigins.org zwischen 1994 und 1997 eine Liste fossiler Übergangsformen bei Wirbeltieren erstellt. Der Titel dieser Liste trägt den Namen Transitional Vertebrates Fossils FAQ. Bedenkt, dass diese Seite mittlerweile über 20 Jahre alt ist und sich in diesen 2 Jahrzehnten viel in der Paläontologie getan hat, gerade auch was Neuentdeckungen bei Fossilien angeht. Dennoch ist diese Liste eine wunderschöne Quelle für diejenigen, die Interesse daran haben. In ihrer Liste stellt sie 3 unterschiedlichen Typen der Übergänge bei Wirbeltieren dar. Erstens allgemeine Abstammungslinien. Dies ist eine Sequenz ähnlicher Gattungen oder Familien, die eine ältere Gruppe mit einer ganz anderen, jüngeren Gruppe verbindet. Jeder Schritt in dieser Sequenz besteht aus einigen Fossilien, die eine bestimmte Gattung oder Familie darstellen, und die gesamte Sequenz erstreckt sich häufig über einen Zeitraum von mehreren 10 Millionen Jahren. Eine solche Linie zeigt offensichtliche morphologische Zwischenprodukte für jede größere strukturelle Veränderung, und die Fossilien kommen ungefähr, aber oft nicht genau, in der erwarteten Reihenfolge vor. Normalerweise gibt es immer noch Lücken zwischen einzelnen Gruppen, nur wenige oder keine der Artbildungsereignisse bleiben erhalten. Manchmal wird nicht angenommen, dass die einzelnen Exemplare direkt von den nächstjüngsten Fossilien abstammen, wegen der oben genannten Gründe, nämlich die Seltenheit, dass einzelne Arten zu Fossilien werden. Es wird jedoch angenommen, dass sie eng mit den tatsächlichen Vorfahren verwandt sind, da sie im Vergleich zu den nächstältesten und nächstjüngsten Verbindungen eine mittlere Morphologie aufweisen. Der Hauptpunkt dieser allgemeinen Abstammungslinien besteht darin, dass Tiere mit mittlerer Morphologie zu geeigneten Zeiten existierten und somit die Übergänge von den vorgeschlagenen Vorfahren vollständig plausibel sind. Allgemeine Abstammungslinien sind für fast alle modernen Gruppen von Wirbeltieren bekannt. So die Evolution der Raubdinosaurier zu Vögeln oder der frühen Synapsiden zu den modernen Säugetieren. Zweitens Übergänge von Art zu Art. Dies ist eine Reihe von zahlreichen einzelnen Fossilien, die einen Wandel von einer Art zur anderen zeigen. Das ist eine sehr feinkörnige Sequenz, die das eigentliche Artbildungsereignis dokumentiert und normalerweise weniger als 1 Million Jahre umfasst. Diese Übergänge von Art zu Art sind unverkennbar, wenn sie gefunden werden. Manchmal treten diese Sequenzen nur in einem begrenzten geografischen Gebiet auf, also dem Ort, an dem die Artbildung tatsächlich stattgefunden hat, wobei Analysen aus jedem anderen Gebiet eine scheinbar plötzliche Änderung zeigen. In anderen Fällen kann der Übergang jedoch über ein sehr weites geologisches Gebiet betrachtet werden. Und tatsächlich viele Art-zu-Art-Übergänge sind bekannt, hauptsächlich für wirbellose Meerestiere und jüngere Säugetiere, denn beide Gruppen haben tendenziell gute Fossilbestände, obwohl sie nicht so häufig vorkommen wie die allgemeinen Abstammungslinien. Hier sollen nur einige Beispiele für solche Art-zu-Art-Übergänge genannt werden. Eine Arbeit, veröffentlicht in einer Symposiumsschrift des französischen Paläontologen Jean Chalin, beschreibt die graduelle Veränderung der frühen Vertreter der Katzenartigen von Haplogale media über Proailurus lemansis zu Pseudolurus transitorius zu Pseudolurus lorteti zu Pseudolurus quadridentatus. Diese europäischen Linien waren die Vorfahren jener Linien, die zum Beispiel zu den Luchsen und den Großkatzen führten. Andere Entwicklungslinien wurden in Nordamerika, Afrika und Asien dokumentiert. Der Wirbeltierpaläontologe Björn Kurten schrieb 1976 ein Buch über die Evolutionsgeschichte der eiszeitlichen Höhlenbären. Dort stellt er die Evolution von frühen Formen wie Ursus minimus, der vor 5 Millionen Jahren lebte, bis hin zum Höhlenbären Ursus speleus dar.
Dieser Übergang ist gekennzeichnet durch eine nahezu lückenlose Fossilreihe mit Artübergängen wie Ursus etruscus und Ursus savini. Dabei ist dieser Übergang so graduell, dass es schwierig ist, zwischen den einzelnen Arten eine Grenze zu ziehen. Die frühe Form Ursus minimus gilt dabei auch als der Vorfahre der heute lebenden Bärenarten wie Braun- und Eisbär. Es sei noch ein drittes Beispiel genannt. Vincent Maglio veröffentlichte 1973 eine Arbeit zur Evolutionsgeschichte der Familie der Elefanten, Familie Elephantidae. Er konnte zeigen, dass mindestens 7 der damals 17 bekannten Arten der Elefantenfamilie aus dem Quartär, jene Zeitepoche, die vor 2,6 Millionen Jahren begann, durch eine reibungslose Ahnenreihe aus ihren Vorfahren entstanden sind. Er zeigte auf, dass die Art Elephas recci durch eine fortschreitende Reihe von Entwicklungsstadien zurückverfolgt werden kann, die fast unmerklich ineinander übergehen und aus denen die Art Elephas iolensis entstand. Auch wenn beide Arten voneinander zu unterscheiden sind, zeigen sich im Fossilbestand viele Übergänge, bei der Elephas iolensis als ein weit fortgeschrittenes Evolutionsstadium von Elephas recci angesehen werden kann. Maglio dokumentierte auch reibungslose Übergänge zwischen 3 europäischen Mammutarten: Mammutus meridionalis, Mammutus armeniacus und Mammutus primigenius. Diese Entwicklungsreihe der europäischen Mammuts wurde von Adrian Lister 1993 bestätigt und diese graduelle Evolution der Mammuts konnte auch für die nordamerikanischen Arten bestätigt werden. Wir sehen also, bei einigen Fossilien zeigen sich sogar Übergänge von einer Art zur nächsten. Ich habe mich dabei auf große Wirbeltiere konzentriert, weil es die meisten eher interessiert als das Kleinvieh. Tatsächlich zeigen sich aber die besten Art-zu-Art-Übergänge bei sogenannten Mikrofossilien. Hierzu zählen zum Beispiel die Foraminiferen. Das sind eukaryotische Einzeller. Sie haben also einen Zellkern, im Gegensatz zu Bakterien, die hauptsächlich im Meer leben und ein hartschaliges Gehäuse, meistens aus Kalk bestehend, bilden. Die verschiedenen Arten bilden die unterschiedlichsten Gehäuse aus und diese sind ein gutes diagnostisches Merkmal zur Unterscheidung der Arten. Und nun kommt's. Heute leben etwa 10.000 Foraminiferenarten. Die Zahl der fossilen Arten beträgt etwa 40.000, ist also 4-mal so hoch. Und es sind mit die häufigsten Fossilien, die man findet. Und bei der Menge und Häufigkeit der Foraminiferen-Fossilien lassen sich hier Art-zu-Art-Übergänge besonders gut dokumentieren. Nebenbei, der Löwenanteil der Paläontologen arbeitet mit solchen Mikrofossilien und nicht mit Mammuts, Urmenschen und Dinosauriern. Drittens, Übergänge zu neuen, höheren Taxa. Wie in der FAQ von Keslin Hunt zu sehen ist, führen beide Arten von Übergängen häufig zu einem neuen, höheren Taxon, also eine neue Gattung, neue Familie, neue Ordnung und so weiter. Daran ist nichts Magisches. Die ersten Mitglieder der neuen Gruppe sind keine bizarren chimären Tiere, sie sind einfach eine neue, etwas andere Art, die sich kaum von den Elternarten unterscheidet. Schließlich führen sie zu einer anderen Art, was wiederum zu einer weiteren Art führt und so weiter, bis sich die Nachkommen radikal vom ursprünglichen Elternbestand unterscheiden. Wir haben das zu Beginn am Beispiel der Hunde und Katzen erläutert. Ein anderes Beispiel stellen Huftiere dar. Zum Beispiel können die Ordnungen Perissodactyla, also Unpaarhufer wie Pferde, Nashörner und Tapire, die Ordnung Artiodactyla, Paarhufer wie Rinder, Antilopen und Hirsche und die Ordnung Cetacea, Wale, auf frühe eozäne Tiere zurückgeführt werden, die sich nur geringfügig voneinander unterscheiden und überhaupt nicht wie Pferde, Kühe oder Wale aussahen. Sie sahen eher aus wie kleine Füchse mit waschbärenähnlichen Füßen und einfachen Zähnen. Aber in den folgenden 10 Millionen Jahren wurden die Nachkommen dieser Tiere immer unterschiedlicher und jetzt teilen wir sie in 3 verschiedene Ordnungen ein, obwohl ihre Stammformen kaum voneinander zu unterscheiden sind. Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass auch Übergänge von einer Gruppe zur nächsten im Fossilbestand gefunden werden kann. Keslin Hunts Liste zeigt noch wesentlich mehr Beispiele. Wenn man die Fossilien kennt,
Wenn man die Arbeit der Paläontologen studiert und zu schätzen weiß, wird man feststellen, dass der Fossilbestand eine ganze Reihe an Übergangsformen von einer Gruppe zur nächsten aufzeigt. Kreationisten verschweigen diese Tatsache, da die einzigen Fossilien, die sie kennen, Spielzeugdinosaurier aus dem Supermarkt sind. Diese Unwissenheit über Fossilien seitens der Kreationisten kann aber noch stärker ins Absurde geführt werden. Eine Lieblingsmethode von ihnen ist es zu zeigen, dass sich die fossilen Arten nicht geändert haben. Dabei zeigen sie das Bild eines Fossils und daneben eines heute lebenden Tieres und sagen, schaut euch die beiden an, sie haben sich überhaupt nicht verändert. Besonders skurril wird es aber dann, wenn Fossilien mit heute lebenden Arten verglichen werden, die gar nichts miteinander zu tun haben. So unter anderem im Buch Atlas of Creation des islamischen Kreationisten Harun Yahya. Diese extrem schwere Hochglanzbroschüre, mit dem man ein ordentliches Workout machen kann, wurde von Yahya kostenlos an Universitäten und Schulen verschickt. Richard Dawkins hat sich das Buch Atlas of Creation vorgenommen und in einem Vortrag auf humorvolle Weise bloßgestellt. Ein Ausschnitt hiervon soll gezeigt werden. Now, onto the book. Onto the book itself. Unlike most Christian fundamentalists who think the world was created in 6 days 6,000 years ago, Adnan Oktar is an old Earth creationist. He understands what fossils are, and he agrees that they're old. His one point, which is bludgeoned home on every single page of this enormous book, is that ancient animals haven't changed. So that's his strategy, quite different from the Christian fundamentalists. His strategy is on every page he has a fossil, and then next door to it he has a modern animal, and he says, look, they're exactly the same as each other. I'm going to show you a few examples to show the depth of his zoological erudition. The first one on the left is a crinoid. A crinoid is a so-called sea lily. It's a member of the phylum Echinodermata. It is a relative of a sea urchin. It's a kind of sea urchin on a stalk. That's a fossil. On the right is what he says is exactly the same. What that is a sabellid worm. It's an annelid worm. It's related to earthworms. It's nothing whatever to do with echinoderms. Just to give you an idea of that, that's a very, very crude taxonomy of the animal kingdom according to modern zoology. You see that the animal kingdom is divided up into two main branches. On the left we have the so-called protostomes. This is all based on embryological criteria. On the right we have the deuterostomes, and this is a major, major division of the animal kingdom. These are two sub-kingdoms. An animal in the protostomes and an animal in the deuterostomes could not be more different from each other while still remaining members of the animal kingdom. And the sabellid worm, you see up at the top left, is an annelid. It's a protostome, and the crinoid is an echinoderm. It's a deuterostome. These things could not be more different if they tried, unless they became a plant or something. Here's another example. The fossil there is an eel, and he says it's 95 million years old. I've no reason to doubt that. The modern animal, which hasn't changed at all since the fossil eel, that's not an eel at all, it's a snake. It's a sea snake, a poisonous sea snake. You've probably seen them if you've dived in tropical waters. It's a poisonous sea snake belonging to the genus Laticorda. Once again, you couldn't be more different if you tried, so long as you stay a vertebrate. This is the champion one. There's a caddisfly in amber, which is 25 million years old. And look, it hasn't changed at all to the modern one. The modern one, the modern caddisfly, is a tide fishing fly. And it's still got its hook. Now you might put that down to not just
ignorance but sort of carelessness. Maybe he didn't look very carefully, but I tracked this down to the website where he stole it, which is a website of a Champion fishing fly tire. There it is. And you'll notice that the background, you see that sort of grey bit in the background? He's cut it out. He must have worked for a long time in Photoshop on this picture. And he still didn't spot that hook. Or else maybe he thinks that caddisflies really do have hooks. Harun Yahya ist bei weitem nicht der Einzige. Auf Facebook entdeckte ich eine Seite, die dasselbe macht. Titel der Facebook-Seite ist Where is the Evolution? Auch hier werden Fossilien neben modernen Tieren gezeigt, um zu demonstrieren, dass keine Evolution stattgefunden habe. Die Behauptungen auf dieser Seite sind so dämlich konzipiert, dass ich mich frage, ob es sich um eine Satire-Seite handelt. Da aber Kreationisten die dümmsten Aussagen für wahr halten, ist es durchaus denkbar, dass dies ernst gemeint ist. Die Krone der Absurdität zeigt dieses Bild. Links sehen wir das Fossil eines Psittacosaurus, rechts das Skelett eines modernen Papageis. Das Bild behauptet, beide seien gleich, Evolution fand nicht statt. Ich muss mir hier ernsthaft die Frage stellen, was der Ersteller dieses Bildes geraucht hat. Wenn man denkt, Harun Yahyas Angelhaken können nicht mehr an Dummheit übertroffen werden, so werde ich immer noch eines Besseren belehrt. Psittacosaurus heißt auf Deutsch Papageiechse. Er gehört zu den Dinosauriern und ist ein früher Vertreter jener Gruppen, zu denen zum Beispiel der Triceratops gehört. Psittacosaurus lebte aber nicht vor 227 Millionen Jahren, sondern vor 126 Millionen Jahren. Sei es drum. Der Name kommt daher, dass dieser Dinosaurier einen Schnabel hatte, der dem vom Papageien ähnlich sieht. Aber keiner, wirklich keiner, hat jemals behauptet, Papageien stammen vom Psittacosaurus ab. Selbst innerhalb der Gruppe der Dinosaurier gehören sie jene an, die sich nicht zu den Vögeln entwickelt haben. Ein wenig googeln reicht schon aus, um zu wissen, dass beide nicht dasselbe sein können. Oder, für die besonders unterbelichteten Kreationisten, lassen wir es die Sesamstraße erklären. One of these things is not like the others. Which one is different? Do you know? Can you tell which thing is not like the others? I'll tell you if it is so. Was können wir hier zusammenfassen? Evolution ist eine Tatsache, die auch im Fossilbericht gut dokumentiert ist. Kreationisten hingegen haben null Plan von Evolution und was evolutionäre Übergänge angeht. Sie sind sogar zu blöd, die einfachsten Grundlagen der Zoologie zu verstehen, sonst würden sie Angelhaken nicht mit Fliegen vergleichen.